Und du bist ja heute hier zum Halloween-Hypnose-Erlebnis, ja? Ja. Du hast gemeint, du möchtest dich mal so richtig erschrecken lassen. Ja. Und von dem Treffen meintest du, Freddy Krüger würdest du gerne treffen, wenn du einen aussuchen könntest. Ja, genau. War das so früher dein Lieblingshorrorfilm oder? War einer meiner ersten Horrorfilme, die ich gesehen habe, per Video. Und ja, damals war das alles neu. Man war 18, man konnte sich Filme ausleihen. Und das waren noch Zeiten. Natürlich, das war Pflicht. Also, Filme auszuleihen, auch das kennt man gar nicht mehr. Richtig. Ja. Und habt ihr euch denn ausgeliehen? Dann haben wir uns den ausgeliehen, haben uns angeguckt, wo ich dachte so, oh Gott. Naja, aber man ist dann so irgendwann, dass man sagt, man ist abgehärtet, man verträgt nach mehr. Es kamen ja mehrere Freddy Krüger Filme gesehen und hast du alle gesehen? Ich habe sie alle gesehen. Ich habe sie auch mehrfach gesehen und wenn man dann so älter ist, guckt man ja doch mal und dann denkt man so, ja, da hat man sich damals doch sehr, weil es neu war und erschreckt und hat so gedacht, so, oh Gott, die möchtest du nicht irgendwo auf der Straße treffen. Aber nee, das war früher Kult. Erst hat man sich mit Freunden angeguckt, ja, dann hat man dann auch, wie gesagt, weil man ja auch neugierig war, wie geht es weiter. Und man hat dann irgendwann die ganzen Filme gesehen und ich kann sagen, ich habe sie alle gesehen. Und ja, das war so, Freddy Krüger verbinde ich mit, muss ich sagen, das war meine ersten Horrorfilme. Schon nostalgisch, dann, wenn du den heute triffst. Ja. Und du würdest dich aber schon richtig erschrecken, wenn du ihn nachts oder irgendwo vielleicht in einer dunklen Gasse oder so denkst du, ja? Ich meine, wenn man das guckt, da denkt man, ja, schickimicki, Fantasie, also man kann sich das nicht vorstellen, aber... In Hypnose ist es ja realer als im Film, das weißt du ja. Ja, das weiß ich. Also in Hosen machen würde ich mich nicht, aber ich würde mal schon erschrecken und würde denken, na nun, was macht der vor mir hier? Der hat doch nicht etwa auf mich abgesehen. Also das wäre schon, wo ich denke so... Du hast auch keine Herzprobleme, hast du gesagt? Nein, du kannst dich wirklich richtig erschrecken und auch Angst und Panik fühlen, ja? Aber ja, das ist doch, denke ich, sehr realistisch bei mir. Also, okay, bist du Stadtler, Freddy Krüger? Ja. Mal wirklich zu treffen, ja, genau. Ja. Okay. Mal gucken, was er sagt. Ja. Dann konzentriere dich mal auf das Pendel. Die Augenlider werden schwerer und schwerer, immer schwerer und schwerer. Die Augenlider und schlaff tief in die Entspannung. Zunächst einmal tief in die Entspannung. Von Kopf bis Fuß fühlst du eine wunderbare Entspannung. Und genieß diese wunderbare Entspannung von Kopf bis Fuß. Immer tiefer und tiefer in diese Entspannung. Und wann immer du diesen Schnipp hier hörst, kannst du auch jederzeit von einer auf die andere Sekunde sofort wieder zurückgehen in diese Entspannung, die du gerade fühlst. Ganz egal, wie du dich fühlen magst, wann immer du hörst, gehst du zurück in eine tiefe Entspannung. Und stell dir vor, du bist im Urlaub in einer neuen Stadt und es ist schon nach Mitternacht. Es ist richtig dunkel und jetzt hast du dich auch noch verlaufen in dieser Stadt. Du kennst dich da auch gar nicht aus. Und du läufst und du kommst in eine ganz dunkle Gasse auch. Und die ist auch ziemlich schmal, diese Gasse. Von weiter vorne siehst du, dass dir jemand entgegenkommt und ihr beide lauft aufeinander zu.
Und als du erkennst, wer da vor dir steht, da kriegst du richtig Angst und auch Panik, weil du siehst, es ist Freddy Krueger. Er steht wahrhaftig vor dir. Mit seinem Hut, mit seinem Pullover und vor allem mit diesem Handschuh, mit diesen messerscharfen Klingen an den Fingern. Wenn du gleich die Augen öffnest, bist du in dieser dunklen Gasse und du siehst Freddy Krueger vor dir. Du wirst dich richtig erschrecken, du fühlst diese Angst. Öffne die Augen. Schlaf tiefer in die Entspannung, sofort in die Entspannung zurück. Freddy Krueger ist auch sofort wieder verschwunden. Tiefer und tiefer in die Entspannung zurück. Und dann öffne mal die Augen. Na, Ralf? Wie war das gerade? Erzähl mal. Ich habe voll die Krüger gegenüber gestanden. Oh mein Gott. Das ist schon richtig real auch so, ja. Ja. Mhm. Oh. Man hat es dir auch angesehen. Also die Angst sieht man dir immer noch an. Ich versuche das gerade zu verarbeiten. Du gehst da so durch eine enge, dunkle Gasse, siehst da jemand auf dich zukommen und dann steht das Freddy Krueger vor dir. Oh Gott, der ist dann so die Wand lang gelaufen. Also eigentlich, erst mal gedacht, das Geräusch kennst du. Welches Geräusch? Wie er mit seinem Handschuh, mit den Klingen an der Wand lang. Oh. Und ich hatte so das Gefühl, das klang wie, als ob man ein Stück Kreide nimmt und so also ganz grässlicher Ton. Das ist ja wirklich ein grässliches Geräusch, ja. Und dann stand der vor mir. Ich meine, ich kenne ihn aus dem Fernsehen, ja. Ja, wenn man jung ist, ja, das sieht, sagt man, oh Gott, ja, und man hat auch Angst, aber weiß, ja, ist ein Film. Aber du gehst in die Gasse und dann steht der vor dir. Schon anders. Also du siehst ja selber, ich meine, erstmal bin ich total nass. Ja, man hat gesehen, dass du richtig auch schwitzt vor Angst. Ja, also, oh, das ist so ein komisches Gefühl, also das ist, das ist kein Science Fiction, also, das ist schon, ja, also dass ich mir nicht in die Hosen gemacht habe. Das ist schon richtig real auch, ja. Von der Wahrnehmung. Der stand, ja, zumal, das waren 3, 4, nicht vielleicht 5 Meter, aber das kam so, der stand einfach da. Was war am meisten angsteinflößend bei ihm? Oder einfach Also, das Ganze? erstmal dieses Geräusch. Das Geräusch? Das Geräusch. Auch die Hand mit dazu? Die Hand, also richtig so, die Hand, dieses Geräusch, und das nimmst du erstmal wahr und im nächsten Moment guckst du den ins Gesicht, der guckt dich an. Hatte der Blickkontakt, ja? Er hat mir richtig angeguckt, da habe ich gedacht so, ja, so ungefähr, irgendwie, also das Geräusch hat mich, das ist so, hat sich in mich eingebrannt, also du könntest mal so, als ob, ich könntest mir ohne Bild Geräusche vorspielen und ich wüsste genau, das ist aus der Szene Freddy Krueger. Mhm. Ja, also, das ist unheimlich. Hast du die Angst auch gefühlt und die Panik?
Ich wundere, dass ich mir nicht eine Hose gemacht habe. Also war schon sehr extrem auf diese Angst. Ne? Ja, ich wusste gar nicht, wo ich mich hin verkriegen sollte. Also, das war also Panik pur. Mhm. Pure Panik, ja. Das war Panik, ja. Wahrscheinlich, wenn du weißt, ja, aber für mich war, der stand vor mir und ich meine, wie gesagt, wenn du zu Hause vor dem Fernseher sitzt, dann siehst, sagst du, Film, machst den Fernsehen aus, gut. Aber wenn dir so eine Person gegenübersteht, oh mein Gott. Das ist schon da. Vor allem noch in einer dunklen Gasse. Ja. Wenn du jetzt mit mehreren Leuten unterwegs bist oder irgendwas, ja, aber fremde Stadt, enge Gasse, dunkel, dieses Geräusch, dann steht der vor dir. Mhm. Und schlaf tiefer in die Entspannung. Und du wirst jetzt gleich auch die wundervolle Kraft deines Unterbewusstseins kennenlernen. Denn dein Unterbewusstsein entscheidet, wie du dich fühlst. Dein Unterbewusstsein ist eine Power in dir. Denn wenn du gleich nochmal Freddy Krueger vor dir siehst, findest du ihn amüsant. Und ganz besonders lustig findest du das Geräusch, was er macht an der Wand mit diesem Handschuh, mit diesen Klingen an diesem Handschuh, diese messerscharfen Klingen, die er an seiner rechten Hand trägt. Und gerade dieser Handschuh, wenn du den siehst oder wenn du das Geräusch hörst, da kriegst du sogar einen Lachanfall, weil du das so lustig findest. Du findest Freddy Krueger total amüsant und den Handschuh mit den Klingen und das Geräusch, wenn du hörst, da kannst du dich nicht mehr zurücknehmen, du kriegst einen Lachanfall. Freddy Krueger wird dir keine Angst mehr machen, die dunkle Gasse wird dir keine Angst mehr machen, ganz im Gegenteil, du hast jetzt eine Menge Spaß in dieser Gasse. Freddy Krueger steht vor dir, die Angst ist komplett verschwunden. Du fühlst keine Angst, du fühlst keine Panik, du bekommst einen Lachanfall und hast eine Menge Spaß jetzt. Wenn du gleich die Augen öffnest, siehst du Freddy Krueger direkt vor dir. Öffne die Augen. Was machst du denn da? Dann musst du mal deine Fingernägel schneiden. Freddy Krueger. Du musst die Fingernägel schneiden. Genau die rechte Hand. Kann man schon mit der Nase popeln. Freddy Krueger, du bist eine Witzfigur. Hier dunkel rumlaufen, die Leute erschrecken. Das geht ja gar nicht. Du bist so eine Witzfigur. Wolltest du Musik mit deinen Krallen machen? Oh, ich krieg mich gar nicht ein. Stehst vor mir.
oh nee. Nee, so erschreckst du Kind. Nicht, nee. Oh Mann. Aber Fingerschneiden, ja, das musst du mal. Ich hab leider keine Schere bei. Guck mal, wie du rumläufst. Dein Pulli total kaputt. Die würden eher sagen, schäm dich so rumzulaufen. Oh nee. Oh, du willst jemand erschrecken. Du kannst ja niemand erschrecken damit. Das ist doch. Oh, putzig. Nee, du machst mir keine Angst. Ach Gottchen. Versuch mal vor Freddy Krüger Angst zu haben. Ich muss eher lachen, über den Angst zu kriegen. Versuch's nochmal. Geht nicht. Oh, tut mir leid. Aber gib dir nochmal Mühe, Angst zu kriegen. Nee. Das geht doch gar nicht. Das war das Mutter. Witzfigur. Der kann sich nicht mehr die Fingernägel schneiden. Oh nee, Angst. Nee, was ist denn? Also, nee. Also, das ist ja. Oh. Ja, wie gesagt, schön lange Fingernägel, also. Ja, aber nee, Angst, tut mir leid. Nee, Angst machst du mir nicht. Ach Gott, nee. Also Witzfigur. Aber Angst, nee, auf gar keinen Fall. Selbst auf. Ja. Nee, also das kann ich nicht. Das wäre gelogen. Also, wenn ich jetzt hier stehen würde und würde sagen, oh, ich habe Angst, könnte ich mir nicht vorstellen bei dir. Tut mir leid. Da habe ich ja mehr Angst vor der Dunkelheit als vor dir. Aber nee. Da hast du den Job verpasst. Zumindest mir machst du keine Angst damit. Ich kann's. Ja, ich versuch's, aber ich kann dir nichts abgewinnen, tut mir leid. Oh, nee. Ja, schön dich kennenzulernen. Oh, nee. Und schlaf tiefer in diese wundervolle Entspannung.